Es gibt zwei Sachen, warum wir nicht in der Fülle sind, also die uns behindern, die Fülle wirklich zu erfahren im Leben. Ein Grund, warum wir nicht in der Fülle sind, ist der, dass wir uns abspalten von gewissen Sachen in uns, die zu uns gehören. Und deshalb ist es so wichtig, das zu erkennen, dass dieses Missverständnis, diese innere Blockade gegenüber dem Leben, dass die eigentlich diesen Mangel auslöst und du so die Fülle gar nicht wahrnehmen kannst. Und wenn du aus diesem Mangel heraus kreierst, erschaffst, was kann da kommen? Immer nur dasselbe wieder. Also es wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Immer wieder neuer Mangel. Ne? Ja. Und deshalb ist dieser erste Punkt, dass du wie immer wieder neu erfährst, alles, was da sein will in dir, hat irgendwo einen Nutzen für diese Fülle, für das, was ich ausdrücken will im Leben. Vielleicht brauchst du die Wut oder die Scham oder die Nervosität, um irgendwas richtig gut zu machen. Also du brauchst manchmal diesen Anteil, um dich zu erfüllen in deinem Leben. Und das ist eigentlich so schön, wenn man das erkennt, weil wir wollen immer stark sein oder wir wollen immer liebevoll sein. Oder alles richtig machen. Ja. Oder so, ne? Und genau damit erschaffen wir eigentlich den Mangel. Das ist diese Selbstakzeptanz oder Liebe zu uns selbst reflektiert automatisch eigentlich im Leben. Und das Leben fängt dich an zu lieben und du fängst das Leben an zu lieben. Und in dem vereint sich das Leben und du. Und dann ist die Fülle tatsächlich am Leben. Das ist mal der erste Punkt, ne, den man wirklich verstehen muss oder auch verinnerlichen muss. Ne? Und vielleicht braucht es Arbeit auch dafür. Ne? Aber es ist mega schön, sich mit dem zu beschäftigen. Und der zweite Punkt ist, wir können uns oft gar nicht vorstellen, also wir nehmen es noch niemals in die Möglichkeit herein, dass wir ein Leben in Fülle leben können. Oder dass wir wert genug sind, unser Potenzial zu leben. Und wenn wir es noch niemals für möglich halten, wie soll es erscheinen? Wie soll es uns umhauen, das Leben, und glücklich machen, wenn wir es noch niemals für möglich halten? Ja, oder an jeder kleinsten Ecke sofort wieder zweifeln. Ja. Also wenn wir uns auf den Weg machen, okay, ich will mehr Fülle in meinem Leben, ich will vielleicht mein Potenzial leben oder das volle Leben, und es kommt irgendwas, was dir vielleicht nicht in den Kram passt, und sofort kommt der Zweifel, ja, war ja klar, so. Ne? Also das kappt eigentlich, also wir kappen das sofort, und deshalb finde ich das mega schön, dass wir wirklich mal uns das auch wir müssen eigentlich, dass die Möglichkeit wirklich da ist, dass du es wert bist, die ganze Fülle zu leben, dein ganzes Potenzial zu leben. Vielleicht, egal, was du auch erlebt hast. Genau. Ne? Ja. Vieles ist auch so die Geschichte, die wir haben. Wir kommen vielleicht aus schwierigen Verhältnissen. Vielleicht hast du auch einiges erlebt in deinem Leben und so. Und das hängt manchmal wie so eine Klaue an einem. Ne? Ja, ich kann das nicht. Ne? Oder ich bin in der Schule nicht gut gewesen, habe vielleicht nicht viel gelernt, habe es nicht einfach gehabt im Leben. Und dann bleibt wie sowas hängen, dass wir wie gar nicht mehr die Möglichkeit sehen. Wir befassen uns zwar mit so Sachen, weil die Sehnsucht in uns ist immer noch da, Gott sei Dank, aber wir sehen es gar nicht wirklich als Möglichkeit. Und da wollen wir auch wie so ansetzen. Wenn du es wirklich als Möglichkeit siehst, dass du dein Leben kreierst, dass du in Fülle leben kannst, dass du genug hast von allem, was du dir wünschst, was du erforschen möchtest, wenn du das als Wahrheit erkennst, öffnet sich was. Es öffnet sich eine Dimension, die eigentlich über diese Struktur von genetischem Pool hinausgeht. Also du wirst größer als du selbst.
Und um wirklich in Fülle zu leben, müssen wir größer werden als wir selbst. Wir müssen über unsere Vergangenheit hinausgehen. Wir müssen über unsere Eltern, Großeltern, unsere ganzen Ahnen, Generation für Generation, was wir vererbt bekommen haben. Wir sind die, die den Frieden, die Liebe in die Welt bringen können. Aber nur, wenn wir größer werden als das, was gewesen ist. Ja, wir müssen sogar über das Denken, dieses kollektive Denken, das immer gleich ist, das immer das Gleiche erschafft, die gleichen Kriege, die gleichen Miseren, die gleichen Erfolge und wieder kommt was anderes. Es ist immer sehr ähnlich und über das müssen wir auch hinaus. Also das, was der Mind erschaffen hat bisher, über das müssen wir hinaus. Also da so größer als das zu werden. Deshalb sind auch so die Schulen oder das, was du liest und so, das ist alles so interessant, aber eigentlich wiederholt es nur die Geschichte. Was viel, viel wichtiger ist, dass du lernst loszulassen und deinen kreativen Mind oder diese innere Kreativität wirklich anfängst zu leben, die über alles hinausgeht, was du je erlebt hast. Dass du eine Fülle erleben kannst, die du dir noch niemals vorstellen kannst, also die über deine Vorstellung hinausgeht. Und in das ist eigentlich das, wo wir dich auch reinleiten wollen und dir helfen wollen im Power of Creation Kurs. Im Januar startet der und da freuen wir uns auch sehr drauf. Und wenn du dabei bist, wäre mega, mega schön. Ja, wie könnt ihr das mal verlinken unten? Weil da geht es genau eigentlich darum, wie können wir über was hinausgehen, wo wir nicht kennen. Also wir können eigentlich nur was Neues erschaffen, indem wir über das Alte hinausgehen. Und das ist, wie man könnte sagen, eine innere Perspektive, die sich vergrößern muss, die eigentlich über dieses kleine Denken hinausgeht. Und wenn du das anknüpfen kannst, wenn du dich damit verbindest, bist du mit dieser Intelligenz vom Leben verbunden. Du bist mit der Fülle vom Leben verbunden und du hast die ganze Kreativität und Power des Lebens hinter dir. Und dann kann wirklich was erschaffen werden, was vielleicht noch nie da gewesen ist oder wenigstens absolut neu daherkommt, könnte man sagen. So. Ja, eigentlich können nur so neue Wege gefunden werden oder gegangen werden, wenn wir uns mit dem verknüpfen oder verbinden. Und das ist eine ganz, ganz schöne Arbeit. Und vielleicht merkst du das auch, dass wenn du dir das vorstellen kannst, also wenn du über deine Vorstellungskraft hinausgehst, wie sich das auch anfühlt für dich. Also oft gibt es da auch wie so einen körperlichen Response, also der Körper antwortet auf sowas auch. Und wenn sich das gut anfühlt, ja, dann trau dich drüber hinauszugehen. Deshalb ist oft auch so, dass wir nicht so viel vom Manifestieren halten oder dass wir uns wie so Sachen wünschen. Alles, was wir so aus dem kleinen Mind wünschen, also aus unserem Denken, wiederholt sich einfach. Es ist eigentlich aus der Kleinheit erschaffen wir dann, aus der Kleinheit manifestieren wir. Und es wird immer wieder Kleinheit erschaffen, also du wirst immer wieder in den Mangel eigentlich zurückkommen. Weil erst wenn wir wenn wir uns öffnen für Manifestationen, Kreieren des Lebens, was über den Mind hinausgeht, über unsere eigene Vorstellungskraft, dann erkennen wir mal das Potenzial eigentlich des Lebens. Ne? Die Liebe, die eigentlich durch dich durchfließen kann, die ist so groß, so erfüllend, dass sie mit dem Mind wie nicht erfasst werden kann. Ne? Und das ist, wo wir darauf hinweisen wollen oder dich einladen wollen, das zu erforschen, dass du es selbst tatsächlich erfährst. Ja, und es braucht einfach Menschen, die den Mut haben, darüber hinauszugehen, über das Alte wie hinter sich zu lassen und wirklich was Neues zu erforschen und was Neues zu erschaffen. Und dazu laden wir ein. Ja, und wir hätten auch nie gedacht, wie unser Leben wird oder was wir erfahren oder was wir weitergeben und so. Das ist alles
mindblowing, könnte man sagen. Also der Mind ist irgendwann wie so boing, wegexplodiert. Und das Leben ist eigentlich durchgeschossen. Und es sind trotzdem Ängste da, es sind Unsicherheiten da, es ist Wut da. Aber so eine große Liebe zum Leben, die hätte ich mir nie vorstellen können. Und vielleicht braucht man diesen Mut und vielleicht machen wir deshalb auch Mut, dass man sich öffnet dafür, einfach darüber hinauszugehen, über diese Enge vom Verstand oder dem, was vorgelebt wird. Ja. Deshalb alles Liebe von uns. Ja, alles Liebe.